Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Schaut mal, was vor uns liegt. Das Google Pixel 6. Ich hatte es vorbestellt und es ist ziemlich zügig gekommen. Es ist nicht so gelaufen wie beim Galaxy Z Fold 3, dass ich knapp einen Monat gewartet habe. Von daher bin ich sehr, sehr erfreut darüber und wir werden jetzt gemeinsam dieses schöne Gerät hier auspacken. Aber nicht nur auspacken, sondern auch einrichten plus. Und deswegen ist auch das iPhone hier und auch das Kabel Lightning zu USB Typ C. Wir werden nämlich bei der Einrichtung die Daten von WhatsApp, das heißt vom iPhone auf das Pixel, die ganzen Chatverläufe übernehmen. Und das werde ich heute zum ersten Mal machen, denn ihr wisst alle, ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, Samsung ist hingegangen als erster Hersteller, hat es ermöglicht beim Z Fold 3 und auch beim Z Flip 3 die WhatsApp-Chat-Historie zu übernehmen und jetzt können es auch die Pixel-Geräte mit Android 12. Von daher deswegen diese beiden Gerätschaften hier. Wir werden bei der Einrichtung die WhatsApp-Chat-Verläufe von dem Gerät auf dieses hier versuchen zu übertragen. Ich habe das wie gesagt noch nie gemacht, das ist das erste Mal, wird es sein. Und wir schauen mal, ob wir dann erfolgreich sein werden oder nicht. Genau, genug dazu. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Verpackung an. Die ist wirklich klasse. Hier. Allein die Verpackung gefällt mir so gut und so sehr wegen dieser schönen Rückseite. Denn schaut mal her. Da. Also, die Seiten der Verpackung, rechts und links, spiegeln die Rückseite des Gerätes wieder. Und es sieht enorm gut aus, wirklich. Dieses Blau-Grau sieht enorm gut aus. Allein wenn wir uns die Höhe der Verpackung anschauen, werden wir schon daraus schließen können, dass kein Netzteil enthalten ist. Es ist wirklich ziemlich flach gehalten. Das ist die linke Seite, wie gesagt, in der schönen blau-grauen Farbe, Google. Dann haben wir hier nochmal, nicht viel, nur die E-Mail-Nummern und auch die Seriennummer. Auf der rechten Seite Pixel 6 Schriftzug, auf der Oberseite das Google-Logo und die Rückseite verrät uns, dass wir das Pixel 6 hier haben. Es kann 5G. Wir haben hier ein 6,4 Zoll großes OLED-Display, das löst mit Full HD Plus auf und hat eine Bildwiederholrate von 90 Hertz. Und wir haben hier eine Speicherkapazität von 128 GB und 8 GB Arbeitsspeicher. Und die Farbe nennt sich Sorter Seafoam. Gut. Wir haben hier zwei Pull-Tabs. Die werden wir gleich lösen. Aber hier nochmal der Hinweis. Normalerweise ist das iPhone nicht vor der Kamera, denn damit wird gefilmt. Das heißt, all das, was wir jetzt sehen, ist das Material von Galaxy Z Fold 3. So, das wollte ich noch erwähnt haben. Dann würde ich sagen, wir fackeln gar nicht länger rum, ziehen an diesem ersten Pull-Tab. Zweiter Pull-Tab. Sehr schön, es geht wirklich einfach. Bevor wir den Deckel jetzt anheben, will ich einfach nur mal hier einen Größenvergleich geben. Schaut mal. So viel steht hier über und auch bei der Höhe, denn das Pixel 6 füllt diesen Karton richtig gut aus. Das heißt, jetzt haben wir einen Größenvergleich iPhone 12 zum Pixel 6. Genug. Wir heben den Deckel jetzt an. Okay, unterhalb ist nichts, nur eine Aussparung für den Kamerastreifen, denn der ist ja riesig. Das seht ihr hier. Okay, legen wir mal beiseite. Und das Gerät begrüßt uns sofort. Wow. Hier. Eigentlich will ich die Kamera jetzt ausschalten, mir das Gerät richtig nah betrachten, also von nahem. Aber hier, Unboxing-Manier. Wir werden das Gerät erstmal aus der Packung heben, beiseite legen. Da haben wir mal schöne Kontraste hier. Rot zu dem schönen Blau-Grau und dem Limettengrün. Okay, und das ist der ziemlich magere Lieferumfang. Es wird immer schlimmer von Jahr zu Jahr. Die Hersteller sparen halt wirklich alles ein. Gut, wir haben hier ein mitgeliefertes Kabel. Das ist USB Typ C auf C. Nichts Wildes, das machen alle Android-Hersteller mittlerweile. Aber das hier, das macht nicht mehr jeder. Das ist ein Adapter von USB-A auf USB Typ C. Okay, das sieht man nicht alle Tage. Dann haben wir hier noch ein kleines Päckchen. Das ist einfach nur eine Kurzanleitung, eine Schnelleinleitung und das SIM-Eject-Tool mit zwei passenden
kleinen Bildern, die uns das zeigen, wie es gemacht werden muss. Okay, legen wir beiseite. Und dann war es das auch schon. Verpackung ist leer. Ne, mehr ist da nicht. Kommt zur Seite. Okay, jetzt kommt der Star der Show. Wir gucken uns das Pixel 6 mal genauer an. Hier diese Farbkombination ist sowas von genial. Ich finde diese Farbe wirklich am gelungensten. Gefällt mir absolut gut und es sieht in Natur viel, viel besser aus als in den ganzen Marketing- und Produktbildern. Wow. Guckt euch das mal an. So in Gänze. Das Einzige, was ich halt wirklich schade finde, ist, dass es eine glänzende Rückseite ist und keine matte. Das wäre wirklich die Kirsche auf der Sahne gewesen, wenn es matt gewesen wäre. Und jetzt muss ich, bevor ich das Gerät auch umdrehe und auch die Folie entferne, nochmal erklären, warum ich mich für das Pixel 6 entschieden habe und nicht für das 6 Pro. Das war gezwungenermaßen, denn bei der Vorbestelleraktion war es so, dass die Systeme und die Server überlastet waren und die 6 Pro Geräte waren eigentlich innerhalb weniger Minuten weg, so dass ich eigentlich gar keine Wahl hatte, außer mich für ein Pixel 6 zu entscheiden. Und da hatte ich das Glück gehabt, beziehungsweise das Glück, mich noch für diese Farbe zu entscheiden, beziehungsweise so ein Gerät in dieser Farbe zu ergattern, denn ich hatte die Wahl zwischen dem schwarzen und auch zu diesem Sorter Seafoam. War ja ganz klar, das schwarze werde ich nicht bestellen, denn das sieht irgendwie ein bisschen trist aus und lieblos. Von daher kann ich mich glücklich schätzen, so ein Ding noch ergattert zu haben. Die Abstriche, die man machen muss, wenn man sich für das Pixel 6 entscheidet, das sehen wir hier, beziehungsweise sehen wir nicht hier, denn beim 6er, beim normalen, fehlt einfach die Telelinse, das einfach vierfach optische Zoom ermöglicht. Das fehlt jetzt einfach bei dem 6er. Und dann würde ich sagen, entfernen wir auch mal die Folie hier. Ja, so eine Mischung aus Folie und Papier. Und da kommt das schöne, beziehungsweise das große 6,4 Zoll Bildschirm zum Vorschein. Wir haben eine Punch-Hole-Kamera hier, Front-Facing-Kamera. Guckt euch mal den Speaker-Grill an. Wow, das habe ich so auch noch nie gesehen, dass da wie so kleine Zähne drinnen sind. Okay, ganz seltsam. Gut, also wie gesagt, 6,4 Zoll, Full HD Plus leider nur, 90 Hertz. Und wir werden sehen, wie sich das Display schlägt. Auf der rechten Seite, das ist das, was mir bei den Pixel-Geräten überhaupt nicht gefällt. Das hatten wir auch schon zum Pixel 4. Das war ja mein erstes Pixel. Das hier ist mein zweites Pixel. Die Anordnung der Knöpfe. Also, dass einfach der Power-Knopf über der Lautstärkewippe angesiedelt ist. Ich verstehe das nicht, wirklich. Ich weiß nicht, warum Google diesen Weg geht. Passt mal auf. Normalerweise halte ich meine Geräte so in der rechten Hand. Ich komme dran, doch, auf jeden Fall. Ich komme an den Power-Knopf dran. Nur finde ich einfach die Separierung hier, man kann sich einfach leicht vertun. Das ist einfach so, ne? Dass man hier dann zur Lautstärke-Taste greift und nicht ganz nach oben, zumal Google auch diese Knöpfe nicht anders strukturiert hat. Das heißt, es wäre gut gewesen, wenn beispielsweise der Power-Knopf hier geriffelt wäre und die Lautstärke halt glatt, sodass man das erfühlen kann, aber das ist auch nicht passiert. Und es hat auch keine Akzentfarbe bekommen dieses Jahr, ist auch ein bisschen traurig. Aber gut, hier. Der Rahmen besteht aus Aluminium, der ist aber schön matt, das gefällt mir wiederum. Der ist schön matt schwarz gehalten und es blendet auch schön dann in diesen Kamerastreifen rein hier mit dem Schwarzen. Das gefällt mir. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass man auf den Produktbildern genau diese Linie hier, diesen Begrenzer nicht gesehen hat und auf der anderen Seite genau dasselbe. So, das sah aus für mich wie, als wäre es aus einem Guss gewesen, dem ist aber nicht so. Man kann ja ganz deutlich erkennen, dass das Gewölbte hier aufhört, hier anfängt, beziehungsweise hier anfängt, hier aufhört und dann gibt es noch ein gerades Glas bis zum nächsten Trenner. Also ist ein bisschen schade. Es sieht nicht ganz so elegant aus. Das wäre halt Perfektion gewesen, aber gut, ist jetzt nicht so schlimm. Okay, wie gesagt, glänzende Glasrückseite, leider nichts Mattes, aber wir werden sehen, wie sich das verhält. Normalerweise mag ich das nicht. Gut, auf der Kopfseite gibt es nur ein
Mikrofon. Die linke Seite ist frei von Knöpfen, aber dafür der Einschub für die SIM-Karte ist leider nur eine physische eine physische SIM, also Nano-SIM, und die Dual-SIM-Funktionalität ist dann über eSIM, also eine Embedded SIM, gewährleistet. Auf der Unterseite haben wir den Eingang für USB Typ C, ein Mikrofon und einen der beiden Lautsprecher, und der andere Lautsprecher ist halt hier oben in der Muschel verbaut. Die Frontkamera hat eine Auflösung von 8 Megapixeln. Dabei sind die Pixelgrößen 1,12 Mikrometer. Wir haben eine Blende von f2.0, einen Fixfokus, das heißt leider kein Autofokus, und ein Sichtfeld von 84 Grad. Bei den Rückkameras sieht es wie folgt aus. Wir haben eine 50 Megapixel Weitwinkelkamera. Dabei sind die Pixel 1,2 Mikrometer groß. Wir haben eine Blende von f1.85, ein Sichtfeld von 82 Grad. Daneben haben wir eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Dabei sind die Pixel 1,25 Mikrometer groß. Die Blende beträgt f2.2, ein Sichtfeld von 114 Grad. Zudem haben wir noch einen Laserautofokussensor, eine optische Bildstabilisierung, einen Spektral- und Flickersensor, einen bis zu 7-fachen Super Resolution Zoom, nennt es Google. Das ist einfach nur ein digitaler Zoom. Die Akkukapazität beträgt laut Google 4614 mAh. Es ist kabelloses Laden möglich, schnelles kabelloses Laden sowie Reverse Charging. Das heißt, wir können auch andere Geräte damit aufladen. Der Eingang ist USB Typ C 3.1 Generation 1. Okay, also die Lautstärkewippe hat ein bisschen Spiel. Der Powerknopf ebenso. Beide Knöpfe haben Spiel. Ja, das ist immer ein bisschen, das trübt den Ersteindruck. Aber ansonsten fühlt sich das Gerät wirklich sehr, sehr gut in der Hand an. Also Ersteindruck ist echt positiv. Schön abgerundet hier. Das hat Google sehr gut hinbekommen. Ich wollte schon Samsung sagen, weil ich einfach so viele Samsung-Geräte habe. Ihr werdet das jetzt sehen. Schön abgerundet. Ne? Und ja, ist ein Handschmeichler, kann man nicht anders sagen. Ist schön und vor allem, wow. Hier der Zeigefinger kommt einfach unten, dadurch, dass dieser Kammerstreifen so absteht. Seht ihr jetzt? Da kann man es sehr gut abstützen hier mit dem Zeigefinger vor allem. Oh wow. Also das Gerät sollten die wenigsten runterfallen lassen, denn das ist ziemlich schwer, so ein Gerät runterfallen zu lassen. Man hat einen sehr, sehr guten Halt. Wow. Liegt gut in der Hand. Das fühlt sich schon hochwertig an auf jeden Fall. Ich habe jetzt einige Videos gesehen, wo die Tester gesagt haben, es fühlt sich jetzt nicht allzu hochwertig an. Ja gut, die hatten auch den Vergleich zum 6 Pro. Mag sein, dass es nochmal einen Ticken edler sich anfühlt, auch mit dem glänzenden Rahmen, die Geräte ja haben. Aber ich bin zufrieden. Also ich habe jetzt hier ein Premium-Gerät in meiner Hand. Nichts anderes denke ich bei dem Gerät gerade. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir schalten das Gerät jetzt mal ein und kommen endlich zur Einrichtung. Los geht's. Wow, der Druckpunkt ist auch klasse vor allem. Sehr schön, sehr schöner Druckpunkt hier. Okay, jetzt muss ich nochmal die Displayränder auf mich wirken lassen. Die sind gut breit, die Displayränder. Da weiß ich ja nicht, ob ich mich damit anfreunden werden kann. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, wie sich das verhält. Okay, aber mit einer Sache habe ich mich jetzt schon angefreundet. Wow. Also ihr seht ja jetzt hier das gerade hoch und runter bouncen. Und jedes Mal, wenn es unten auftrifft, vibriert das Gerät. Und der Vibrationsmotor, der ist klasse. Jetzt. Wow, super. Der fühlt sich sehr, sehr gut an. Wirklich dezent. Der fühlt sich so an wie die Vibrationsmotoren hier von Apple. Das gefällt mir mega. Sehr schöne Sache. Okay, dann geht es weiter. Wir entscheiden uns hier für die deutsche Sprache. Region, Vorschläge Deutschland, das passt. Deutsch, Deutschland. Dann können wir auf Jetzt starten klicken. Mobilfunkverbindung herstellen.
Okay, dazu brauche ich meine SIM-Karte. Gut, die Nano-SIM habe ich jetzt aus dem iPhone entfernt. Wir packen sie jetzt in das Google Pixel 6 rein. Dazu pieksen wir hier einmal rein. Zack, der SIM-Schlitten kommt raus. Oh, der hakt ein bisschen. Oh, gut, er kam nicht allzu freiwillig raus. Dann legen wir die Karte jetzt rein mit der angeschnittenen Ecke da oben, die nach oben zeigt. Genau, ein bisschen reindrücken. So, mit ein bisschen Gewalt, wie gesagt. Die angeschnittene Ecke ist hier oben, das heißt, der Chip zeigt nach oben auch. Wenn wir den jetzt rein, beziehungsweise, ja doch, der zeigt dann auch nach oben. Ihr seht es, das Loch ist nämlich hier. So kommt der SIM-Schlitten dann rein. Gut, schön darauf achten, dass es bündig schließt. Und jetzt geht es darum, den PIN einzugeben. Das machen wir hinter der Kamera. Wow, auch beim Tippen, wow, also der Vibrationsmotor ist klasse, klasse, klasse. Gefällt mir. Und auch die Animation hier. Gut. Einmal hochrichten. So. Und bevor wir jetzt weitermachen, Leute, eine Sache, die ich nicht vergessen darf, ist, dass wir das iPhone mal aktivieren. Und wir gehen in WhatsApp rein. Und diese Option hier, Chats zu Android verschieben, das wird eine Rolle spielen. Deswegen verbinde ich die Geräte jetzt vorsichtshalber mal. Wie gesagt, ich habe das noch nie vorher gemacht. Ich vermute einfach nur, dass das so gemacht werden muss. Lightning-Kabel ans iPhone. Typ-C-Kabel ans Pixel. So. Sollen die Geräte mal miteinander verbunden sein. Jetzt kümmern wir uns um den WLAN-Empfang. Das machen wir wieder hinter der Kamera. So, mal schauen, ob ich alles richtig gemacht habe. Dies kann einige Minuten dauern. Oh, der Vibrationsmotor, der gefällt mir wirklich extrem gut. Leute, das muss ich euch sagen. Also, Android holt wirklich auf. Das war ja eine lange Zeit ein Alleinstellungsmerkmal hier von Apple, beziehungsweise von den iPhones. Aber die Haptik hier ist auch sehr, sehr gut jetzt. Das haptische Feedback. Mega, sehr schön Google. So, das kann einige Minuten dauern. Ich werde natürlich, falls es zu lange dauern sollte, das Video beschleunigen. Aber die Animationen auch, ihr seht es, die sind super, die gefallen mir. Das ist was ganz, ganz Frisches, was ganz Neues. Sehr, sehr schön. Und auch, dass jetzt hier der Dunkelmodus, also der Dark-Modus hier verwendet wird, sehe ich auch so zum ersten Mal. Soll wahrscheinlich Strom sparen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Okay, aha, Leute. Prüft ein altes Gerät, aber da war vorher noch mal ein anderes Fenster. Prüfe dein iPhone und gib die Verbindung frei, um fortzufahren. Ach, das heißt, der bei Problem hält das vielleicht, wenn du die Smartphone trennst und neu verbindest. Nein, ich muss hier jetzt... Oh, okay. Oh, das Pixel ist schneller wie ich. Also, ich werde hier gefragt, ob ich dem Gerät, also diesem Gerät hier, vertrauen kann. Es wird als Computer erkannt, ist nicht weiter schlimm, aber wir klicken auf Vertrauen. Gerätecode eingeben, um diesem Gerät zu vertrauen. Hinter der Kamera. So, ist das geschehen. So, jetzt vertrauen wir dem Pixel. Und jetzt können wir hier lesen, Smartphones sind verbunden. Auf dem nächsten Bildschirm kannst du dich in deinem Google-Konto anmelden oder ein neues erstellen. Gut, klicken wir auf Weiter. Anmelden. Okidoki. Ich melde mich ganz fix an. So. Ich habe mich jetzt erfolgreich bei meinem Google-Konto angemeldet und im nächsten Schritt werden wir gebeten, denn die Kabel sind ja verbunden, das iPhone zu entsperren. Okay. So. Entsperrt ist es. Kopieren wird vorbereitet. Ja, der macht alles automatisch. Super. Das war echt gut, dass wir die Geräte vorher miteinander verbunden haben. Wenn du auf deinem iPhone viele Daten gespeichert hast, kann dieser Schritt einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe, okay, wird vorbereitet. Aha, gut, während das hier
das Pixel 6 arbeitet, habe ich hier auf dem iPhone nebenbei einfach mal den Punkt ausgewählt, Chats zu Android verschieben. Und dann wird mir hier gezeigt, fahre auf deinem neuen Telefon fort. Okay. So, jetzt müssen wir nochmal das Pixel angucken. Hier, Leute, ich bin wirklich aufgeregt. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich weiß nicht, ob es erfolgreich sein wird. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier WhatsApp auftaucht. Nachrichten. Anhänge in Nachrichten. So, WhatsApp sehe ich jetzt hier erstmal nicht. Ich weiß nicht, was jetzt hier mit Nachrichten gemeint ist. Okay, hier steht jetzt, fahre auf deinem neuen Telefon fort. Du kannst mit dem Einrichten deines Android-Telefons fortfahren. Wenn du fertig bist, öffne WhatsApp, um deinen Chatverlauf und deine Medien wiederherzustellen. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass es jetzt klappen sollte. Wir gehen jetzt einfach mal vom Besten aus und beginnen das Kopieren. Das sollte jetzt lange dauern und ich werde höchstwahrscheinlich... Ach, da! Super, hier, es taucht auf. WhatsApp Messenger, sehr, sehr schön. Leute, ich freue mich wirklich wie ein Keks hier. Sehr, sehr nice. Okay, was wird noch alles hier kopiert? WhatsApp Messenger, Adblock Plus für Samsung, Amazon Prime Video. Ach, das sind all meine Apps jetzt hier. Alle 43 Apps, die müssen wir nicht durchgehen. Wir klicken einfach mal auf Kopieren. Da ist es. WhatsApp-Chats übertragen. Scanne den QR-Code mit deinem iPhone, um WhatsApp zu öffnen und tippe dann auf Starten. Okay. Ja. Okay, jetzt muss ich mal abbrechen. Übertragung mal kurz abbrechen. Ich muss jetzt nämlich in WhatsApp hier Chats zu Android verschieben, klicken. Dann muss ich auf Starten klicken. Chats werden vorbereitet. Naja, da war jetzt nichts mit QR-Code scannen. Komisch. Komisch. Okay, Standort verwenden. WLAN-Suche zulassen. Hier, ich lasse jetzt alles aktiviert, denn nicht jetzt. PIN festlegen, tun wir überspringen. Gut. Einrichtung fortsetzen. Du kannst weitermachen, um die Einrichtung deines Smartphones abzuschließen oder aufhören und dich später daran erinnern lassen. Gut, wir hören jetzt auf. Das sind all die Apps, die jetzt runtergeladen werden. Klicken wir auf OK. Daten werden kopiert, das will ich jetzt haben. Und eine Sache, bevor ich das Video jetzt beschleunige, ist, normalerweise mache ich immer einen Clean Install. Das heißt, ich richte meine Geräte immer als neue Geräte ein, um einfach zu vermeiden, dass irgendwelche Altlasten, egal ob jetzt von einem iPhone oder von einem Android-Gerät, auf das neue kommen. Ich will es immer clean haben, sauber haben. Dieses Mal geht es nicht, denn wir wollen ja quasi die WhatsApp-Chat-Verläufe vom iPhone auf dieses Gerät mitbringen. Das heißt, ich mache jetzt eine Kopie. Ich kopiere nicht nur WhatsApp, sondern auch andere Sachen auf dieses Gerät. Und dann werde ich hingehen, beziehungsweise wir werden hingehen, wenn wir in WhatsApp reingehen und die automatische Sicherung bei Google Drive anstoßen. Das heißt, wenn diese Chats einmal auf diesem Pixel sind und wir dann eine Sicherung machen, werden die Chatverläufe in Google Drive gesichert, dann sind sie fest. Dann brauche ich keine Angst mehr zu haben. Und im Nachgang, bevor ich das Gerät wirklich einrichte, werde ich dieses Gerät komplett zurücksetzen, komplett neu clean installieren und kann mir die Chatverläufe dann über Google Drive wieder auf dieses Gerät hier ziehen. Ich hoffe, es war verständlich, ihr habt verstanden, was ich will. Und ihr könnt euch jetzt fragen, ja, warum überträgst du denn nicht nur WhatsApp, sondern nimmst denn noch andere Daten mit? Na, wir lassen uns mal überraschen, mal sehen, was noch alles mit rüberkommt. Und eventuell kann das ein oder andere gar nicht schaden. Also, jetzt beschleunige ich das Video. Okay, ich denke, die Daten sollten jetzt kopiert sein.
das Pixel 6 sagt mir und beziehungsweise uns, dass wir das iPhone entsperren sollen. Okay. Mal sehen, was es vorhat. Entsperrt ist es und es geht weiter. Ach ja. Okay, das Pixel 6 sagt uns jetzt, die Übertragung auf dein Smartphone ist fast fertig. Es hat nicht ganz so geklappt. Ich sehe schon ein Ausrufezeichen bei Fotos. Ist mir sowas von egal. Hauptsache die WhatsApp-Chat-Verläufe, die kommen mit. Der Rest ist mir wirklich mega egal. So, wir klicken auf Fertig. iMessage deaktivieren. Wenn du weiter ein SMS von iPhone-Nutzern erhalten möchtest, musst du auf dem alten iPhone iMessage deaktivieren. Okay, das ist ja altbekannt. Öffne Einstellungen, geh zu den Nachrichten und deaktiviere dann iMessage auf dem iPhone. Fertig. Smartphone wird vorbereitet. So. Zum Verwenden deines Smartphones wischen. Lerne Touchgesten, um zurückzugehen, Apps zu wechseln oder die Startseite abzurufen. Wollen wir das Tutorial noch mitnehmen? Ja, komm. Machen wir. Zum Startbildschirm gehen. Das ist einfach ein Wisch von unten nach oben. Einmal. Sehr gut. Du hast die Startbildschirm-Touchgeste abgeschlossen. Gleich erfährst du, wie du zurückkommst. Beziehungsweise zurückgehst. Das ist einfach ein Wisch vom Seitenrand. Zack. Auch das haben wir sehr gut bestanden. Und jetzt zwischen Apps wechseln. Das heißt von unten nach oben hochwischen und halten. Sauber. Ich meine, das ist nichts Neues. Das dürften eigentlich hier 98% der Nutzer kennen. Fertig, du kannst dein Smartphone jetzt verwenden. Nach oben wischen, um deinen Startbildschirm aufzurufen. Yep. Gesagt hat dann, oh mein Gott, der hat sogar das Hintergrundbild mitgenommen. Ach du meine Güte. Das ist sehr schön. Sogar das Hintergrundbild. Sauber. Sehr schön, wirklich. Also es gefällt mir, aber wir sind noch lange nicht mit der Einrichtung fertig, denn ich muss zusehen, dass WhatsApp hier drauf kommt, dass die App geladen wird. Und noch sehe ich es hier nicht hier. Ja, da tut sich aber langsam was. Da kommen einige Apps. Und da wird auch einiges brav runtergeladen, Einrichtung abschließen. Was passiert denn, wenn ich da mal auf diesen Pfeil klicke? Ach ja, 2 von 55 Apps wurden installiert. Gut, WhatsApp dürfte bald kommen. Lassen wir das Gerät noch mal ein bisschen arbeiten. Denn das iPhone sagt auch, lass das Kabel noch eingesteckt und wir müssen zwingend WhatsApp hier drauf starten und die Einrichtung vollziehen, damit das auch vollkommen klappt. Okay, die Spannung steigt. Seht mal her. Alle Apps wurden mittlerweile kopiert. Hier steht es. Oh, na komm her. 55 von 55 Apps wurden installiert. Sehr schön. Dann schauen wir mal, ob WhatsApp mit dabei ist. Na klar, WhatsApp ist mit dabei. Also, und wir müssen uns jetzt beeilen, denn, passt mal auf, wir haben hier nur noch eine Akkulaufzeit von, eine Akkustandkapazität von 22%. Und hier beim iPhone sind es 99, das heißt, die ganze Zeit über hat das Pixel 6 das iPhone 12 aufgeladen. Okay. Jetzt schauen wir mal, was wir machen müssen. Wir gehen mal in WhatsApp rein, fahre auf deinem Telefon fort, da hat sich nichts verändert. Und jetzt klicken wir auf WhatsApp. Die SIM-Karte ist hier bereits drin und ich hoffe, wir haben alles richtig gemacht. Willkommen bei WhatsApp, zustimmen und fortfahren. Okay, ich muss meine Nummer hier eingeben. Und ihr seht schon die ersten hier Material U Komponenten hier, ganz farbig. Und jetzt sehen wir hier schon, das iPhone meldet sich ab. Jetzt kriegen wir hier auch schon die Meldung, Chatverlauf importieren. Ja klar, starten. Zulassen. Es wird importiert. Hey, ich glaube, warten wir nochmal mit dem Daumen, weg damit. Man soll sich ja nicht zu früh freuen, aber ich glaube, es sieht ganz danach aus, als wären wir erfolgreich. 50% sind geschafft. Bitte. Daumen drück. Wie gesagt, ich bin wirklich
sehr, sehr gespannt, ob das klappt, denn es war auch mein erstes Mal jetzt mit euch gemeinsam. Ich habe das zuvor auch noch nie gemacht mit dem Chats importieren und das ist zugegeben, es ist nicht ganz so einfach und das neue Gerät, egal ob jetzt ein Pixel, ein Samsung oder nachher auch die anderen Herstellergeräte, ist es sehr, sehr, unpraktisch und auch ein bisschen kompliziert, sage ich mal, denn das Gerät muss immer im Werkzustand sein. Also jetzt hier ein aktuell laufendes Gerät, wo man einfach nur WhatsApp drauf lädt und WhatsApp quasi zurücksetzt, nur die App und dann quasi nur das von neu einrichtet, ist viel, viel praktischer als das gesamte Gerät zurücksetzen zu müssen oder halt ein gesamtes Gerät jetzt bei der Ersteinrichtung den Prozess zu vollziehen, ist ein bisschen unpraktisch, ganz ehrlich. Ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben. WhatsApp, wenn du zuhörst, beziehungsweise die Programmierer, dann müsst ihr diesen ganzen Prozess hier bitte nochmal ein bisschen vereinfachen. Aber immerhin geht es jetzt, man muss nicht auf zwielichtige Drittanwendungen vertrauen, wo eventuell irgendwas abgegriffen werden kann, also Daten, Fotos, Medien, irgendwas. Ja, ist ein bisschen unpraktisch, aber es geht, immerhin. 78% sind geschafft. Und es bleibt weiterhin spannend. 96%. Na komm. 99%. Import abgeschlossen. Ich klicke auf Weiter und werde höchstwahrscheinlich das nächste Fenster dann ausgrauen müssen. Weiter. Initialisiere. Bitte warten. Beim iPhone tut sich nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob das Kabel jetzt abgestöpselt werden soll oder abgesteckt werden soll oder nicht. Da gab es auch keine Anweisung. Wir lassen es mal laufen. Na komm schon. Wir haben nicht mehr allzu viel Saft. Ist bald leer. So. Ich glaube, es sieht gut aus, Leute. Ich musste diese Benachrichtigung gerade ausblenden. Aber ich glaube, es sieht echt gut aus. Google Drive Backup, das machen wir wöchentlich. Da wählen wir das Konto. Klicken auf Fertig hier unten. Na hallo? Jetzt aber. Die Authentifizierung läuft. Wir müssen da jetzt durch. Ja, sehr schön. Und Leute, Daumen hoch. Da kommt der Daumen nach oben. Also ich muss das jetzt hier ausgrauen. Tut mir leid an der Stelle, aber wirklich alle Chats vom iPhone sind hier drüben. Es war das erste Mal. Wir haben es gemeinsam gemacht und es klappt. Ihr müsst es jetzt hier nur nochmal nachstellen, so wie hier dargestellt. Und dann klappt das auch mit den Chatverläufen vom iPhone zum neuen Android-Gerät. Wunderbar. Ist zwar umständlich, unpraktisch, aber es klappt. Dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut im Video, denn das Pixel 6 muss aufgeladen werden. Und im Nachgang das werde ich euch nicht mehr zeigen, das Gerät einfach nur zurücksetzen, einen Clean Install durchführen und dann gucken wir uns mal hier die ganzen neuen Bedienelemente an, Android 12 an. Wir gucken uns an, wie die Speicherplatz-Situation ist, wie viel von 128 GB zur Verfügung stehen und ja, dann würde ich sagen, bis gleich.